Reisen nach Südosteuropa werden immer beliebter und besonders die Adriaküste hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Touristenmagnet entwickelt. Aber in einem Land ist von diesem ganzen Hype noch wenig angekommen: Nordmazedonien. Neben Albanien, das lange als absoluter Geheimtipp in dieser Region galt, und den griechischen Inseln wie Kreta oder Santorini, fristet der kleine Binnenstaat Nordmazedonien ein Schattendasein, obwohl das Land unfassbar schöne und unberührte Landschaften bietet. Dazu kommt ein interessanter kultureller Mix, eine bewegende Geschichte, günstige Preise und die wahrscheinlich skurrilste Hauptstadt in ganz Europa. Nordmazedonien liegt in Südosteuropa und ist von der Fläche her kleiner als Baden-Württemberg. Die Hauptstadt ist Skopje, die mit über 500.000 Einwohnern die mit Abstand größte Stadt des Landes ist. Dort gibt es einen internationalen Flughafen, der zum Beispiel von Lufthansa direkt aus Frankfurt angeflogen wird, aber darüber hinaus gibt es Verbindungen aus verschiedenen Städten in Deutschland mit der ungarischen Billig-Airline Wizz Air. Dazu gibt es Umsteigeverbindungen über Wien oder die serbische Hauptstadt Belgrad. Alternativ kannst du auch über Land nach Nordmazedonien anreisen. Von den umliegenden Ländern gibt es Busverbindungen, zum Beispiel von Belgrad nach Skopje, was ungefähr 6 Stunden dauert und 25 € pro Person kostet. Sonst kannst du natürlich auch mit deinem eigenen Auto oder einem Mietwagen aus den Nachbarländern wie Albanien, Griechenland oder Bulgarien nach Nordmazedonien einreisen. Grundsätzlich gelten die Frühlings-, die Sommer- und die Herbstmonate als beste Reisezeit für Nordmazedonien. Wir waren im August dort und hatten jeden Tag Sonnenschein mit Temperaturen von über 30 Grad, teilweise sogar bis zu 37 Grad. Wenn du also Hitze nicht so gut abkannst, solltest du deine Reise eher im Frühling oder im Herbst planen. Dann ist es auch weniger voll, denn während der Sommerferien reisen viele Familien innerhalb von Nordmazedonien und in den heißen Sommermonaten kann es auch zu Bränden kommen. Als deutscher Staatsbürger brauchst du für die Einreise nach Nordmazedonien kein Visum. Du kannst nämlich bis zu 90 Tagen visafrei einreisen. In Nordmazedonien zahlst du mit dem mazedonischen Denar, wobei 1 Euro ungefähr 60 Denar entspricht. Kreditkartenzahlungen sind recht weit verbreitet, zum Beispiel in Cafés oder Restaurants, aber trotzdem braucht man auch ab und zu Bargeld und dann lohnt sich eine kostenlose Reisekreditkarte, die verlinken wir euch in der Videobeschreibung, und damit fallen in Nordmazedonien auch keine Gebühren an, wenn ihr zum Beispiel bei der Commerciala Banca, die hat so ein grünes Design, Geld abhebt. Was ihr auf jeden Fall vermeiden solltet, sind die Sparkassen, weil da fallen hohe Gebühren an. Landessprache in Nordmazedonien ist Mazedonisch, ähnelt dem Bulgarischen oder auch dem Serbischen. Und die meisten Leute, mit denen wir im Reisealltag zu tun hatten, konnten sehr gut Englisch. Also wir hatten da wenig Verständigungsprobleme. Aber 3 praktische Worte haben wir für den Reisealltag für dich. Das wäre einmal Hallo, Zdravo, Dankeschön, Hvala und Tschüss. Ciao. Da Nordmazedonien kein Teil der EU ist, fallen hohe Gebühren für Datenroaming an. Deswegen würden wir dir empfehlen, eine SIM-Karte zu kaufen. Und da kannst du dir entweder vorab eine eSIM kaufen oder auch vor Ort eine lokale SIM-Karte. Und in Nordmazedonien gibt es 2 große Anbieter, das ist einmal Telekom und einmal A1, wobei Telekom die bessere Netzabdeckung hat. Wir hatten eine SIM-Karte von A1 und es war in den Städten meistens okay, aber man hat ab und zu auch gemerkt, dass die Verbindung nicht ganz so gut war. Dann kommen wir jetzt zu den Highlights in Nordmazedonien und starten in der Hauptstadt Skopje. Skopje ist mit Sicherheit die skurrilste Stadt, in der wir jemals waren. Architektonisch mischt sich hier sozialistischer Plattenbau mit der osmanisch geprägten Altstadt mit einer Prise monumentalem Neoklassizismus. Dieser spiegelt sich nämlich im umstrittenen Bauprojekt Skopje 2014 wider. Unter diesem Namen wollte man die Innenstadt aufwerten und hat 25 neoklassische und barocke Bauwerke sowie 150 Denkmäler und Statuen bauen lassen, die das Stadtbild heute prägen, die aber zum Teil unfertig und ungenutzt sind. Ganz anders ist die Stimmung auf dem Alten Basar, der authentischen Altstadt von Skopje mit ganz vielen Geschäften, Restaurants, Teehäusern und Moscheen. Außerdem ist die Festung von Skopje nicht weit vom Alten Basar entfernt. Von dort aus hat man eine tolle Aussicht auf die Stadt und auf den Hausberg Vodno. Auf den kann man auch mit einer Gondel drauf fahren. Da oben ist das Millennium Cross, ein großes Kreuz, was zur Jahrtausendwende errichtet wurde, und man hat eine tolle Aussicht auf die umliegende Landschaft. Dann kommen wir zu unserem nächsten Highlight, dem Matka Canyon. Der liegt 17 Kilometer von Skopje entfernt und bietet sich deswegen perfekt für einen Tagesausflug an. Mit dem Auto oder dem Taxi brauchst du nur 30 Minuten zum Matka Canyon. Du kannst aber auch mit dem öffentlichen Bus fahren, das dauert dann ungefähr 45 Minuten. Der Matka Canyon ist malerisch schön mit dem Treska-Fluss, der sich umgeben von teilweise begrünten Kalkfelsen durch die Schlucht schlängelt.
geschlängelt. Es gibt einen Wanderweg entlang der Schlucht, der immer wieder tolle Ausblicke freigibt, ungefähr 6 Kilometer lang ist und auch nicht besonders anstrengend ist. Außerdem kannst du im Canyon auch Bootsfahrten machen oder dir ein Kajak ausleihen. Beachte aber, dass von den 2 Anbietern nur der hintere die Genehmigung hat, in eine der Höhlen zu fahren. Dort kostet eine 60-minütige Bootsfahrt mit der Frelo Cave 8 Euro und eine 25-minütige Fahrt ohne Höhle 3,25 Euro. Dann kommen wir jetzt zum wahrscheinlich schönsten Fleck in ganz Mazedonien, nämlich dem Ohridsee. Die beliebteste und bekannteste Stadt am Ohridsee ist Ohrid und ist im Sommer ein Anziehungspunkt für Urlauber aus dem Inland und den umliegenden Balkanstaaten. Ohrid bietet atemberaubende Ausblicke auf den wunderschönen See, es werden Bootsfahrten angeboten, es gibt kleine Stein- und Kiesstrände, an denen sich die Menschen mit ihren Sonnenschirmen tummeln und schwimmen gehen. An der Promenade reiht sich ein Restaurant mit tollem Ausblick ans andere, aber den schönsten Blick auf den Sonnenuntergang hat man von der Clementkirche, die nur einen kleinen Spaziergang am Ufer von Ohrid entfernt liegt. Außerdem lohnt sich ein Besuch der Samuelsfestung, auf deren Mauern man entlang spazieren kann und eine tolle Aussicht auf den Ohridsee und die umliegenden Berge hat. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben, das hilft unserem Kanal weiter. Und falls euch mehr solcher Videos interessieren, Länderguides zu ganz vielen verschiedenen Ländern auf der Welt oder auch Vlogs, alles rund ums Thema Weltreise, dann abonniert diesen Kanal. Svetinaum ist das bekannteste Kloster Nordmazedoniens, liegt auch am Ohridsee, direkt vor der Grenze zu Albanien und ist gemeinsam mit dem See und der umliegenden Region sogar UNESCO-Welterbe. Das orthodoxe Kloster aus dem Jahr 905 ist schön anzuschauen und vor allem die Fresken, also die Wandmalereien im Inneren der Kapelle, sind sehr beeindruckend. Aber das Kloster ist nicht das einzige, was Besucher dorthin lockt. Auf dem Gelände gibt es nämlich auch einen großen Badestrand, viele Verkaufsstände, mehrere Grillrestaurants. Auf einem kleinen See kann man Boot fahren, es laufen Pfauen herum und Kinder spielen Fußball. Wir waren davon ziemlich überrascht, aber fanden es im Endeffekt dann eigentlich doch ganz cool, weil es so eine einzigartige Mischung aus ausgelassenem Freizeitvergnügen und andächtiger Stimmung hatte. Dann kommen wir jetzt zu unserem, ja, vielleicht sogar Lieblingsort in Nordmazedonien, von dem wir allerdings nicht mehr wissen, wie er richtig ausgesprochen wird. Entweder Trpeca oder Trpjeca oder Trpeca, egal wie, ist auf jeden Fall wunderschön. Es ist nämlich ein winziger Ort im Süden des Landes am Ohridsee, ganz nah an der Grenze zu Albanien. In dem hügeligen Ort gibt es nur ein paar Häuser, eine kleine Kirche, einige Unterkünfte, 2 winzige Supermärkte und vor allem einen super schönen Zugang zum See. An dem kleinen, langgezogenen Strand tummeln sich im Sommer viele Besucher mit ihren mitgebrachten Liegestühlen und Sonnenschirmen, sodass es durchaus voll wird, aber insgesamt ist die Stimmung wirklich sehr entspannt. Man kann baden gehen, sich ein Stand-Up-Paddle nehmen, da ein bisschen rausschwimmen, man kann sich Tretboote ausleihen und insgesamt ist die Atmosphäre sehr cool. Es gibt auch verschiedene Restaurants direkt am Ufer und man kann sich auch, wenn man zum Beispiel einen Mietwagen hat, ein paar andere Strände in der Umgebung anschauen. Da ist dann auch manchmal etwas weniger los. Wir haben einen gefunden, dort konnte man sich auch Jetskis ausleihen, das habe ich Helen zum Geburtstag geschenkt. Das war nicht ganz günstig, hätten wir unter normalen Umständen nicht gemacht, aber es war eine sehr coole Erfahrung, da mit dem Jetski über den Ohridsee zu brettern. Insgesamt hat uns Trpeca sehr gut gefallen. Wir hatten auch eine tolle Unterkunft mit einer Dachterrasse, wo wir jeden Abend den Sonnenuntergang schauen konnten, der den kompletten See ins goldene Licht getaucht hat. Ganz in der Nähe von Trpeca liegt auch der Galičica Nationalpark. Da sind wir auch mal mit dem Auto ein Stück reingefahren und es macht schon Spaß, da lang zu fahren, weil der sehr kurvenreich ist und dann auch so ein bisschen erhöht liegt. Dann gibt es einige schöne Aussichtspunkte, wo man anhalten kann und auch wieder einen schönen Blick über die Umgebung hat. Und normalerweise kann man da auch schöne Wanderungen machen. Allerdings gab es, als wir dort waren, ziemlich viele Brände und die Sicht war sehr getrübt, deswegen sind wir auch nicht wandern gegangen. Und auch von Trpeca aus kannst du auch einen Tagesausflug nach Albanien machen, weil die Grenze liegt nicht weit weg. Von Trpeca brauchst du ungefähr 45 Minuten inklusive Grenzkontrolle. Und wir sind dort beispielsweise nach Pokradec gefahren, das ist die erste größere Stadt hinter der Grenze. Die liegt auch am Ohridsee und hat so einen ganz langen Sandstrand, wo es auch viele Beachbars gibt und Restaurants, also da hat es uns auch richtig gut gefallen. Und zu guter Letzt soll auch der Mavrovo Nationalpark in Nordmazedonien einen Besuch wert sein. Haben wir jetzt selber nicht mehr geschafft, kann man aber an sich gut miteinander kombinieren, denn der liegt auf dem Weg zwischen Skopje und Ohrid. Da Nordmazedonien ein kleines Land ist, kannst du in relativ kurzer Zeit schon viel sehen. Wir würden sagen, grundsätzlich lohnt sich eine Reise ab ungefähr einer Woche. Da könntest du Skopje und einen Ort am Ohridsee besuchen. Besser wären aber 10 bis 14 Tage, damit die Reise entspannter wird und du auch mehrere Stopps einplanen kannst. Wie deine Route aussieht und wie viel Zeit du brauchst, hängt natürlich auch davon ab, wie du dich durch das Land fortbewegst. Da hast du grundsätzlich 2 Möglichkeiten, entweder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit deinem eigenen Auto oder einem Mietwagen. Die beste Möglichkeit, Nordmazedonien zu erkunden, ist mit dem Mietwagen. Damit ist man einfach am flexibelsten, man kommt am schnellsten von A nach B und wir hatten für
für 10 Tage einen Mietwagen, den wir vorab bei Discover Cars gebucht haben. Die haben auch einen Teil der Kosten dafür übernommen. Ganz lieben Dank an dieser Stelle. Und der ganze Buchungsprozess war wirklich super easy. Wir haben auch noch eine Zusatzversicherung dazu gebucht, wo Schäden am Unterboden, am Glas und an den Reifen mitversichert waren. Wir haben den Mietwagen am Flughafen in Skopje abgeholt und dort auch wieder abgegeben. Das Personal war super freundlich. Insgesamt hat alles einfach sehr gut funktioniert, obwohl wir sogar einmal einen platten Reifen hatten. Da mussten wir dann wechseln. Da haben wir den aber geschrieben. Die haben uns eine Werkstatt direkt empfohlen beim Verleih und so. Also insgesamt sehr unkompliziert. Den Link zu Discover Cars findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Die Preise für Mietwagen variieren je nach Mietdauer, Saison, Modell und Versicherung. Aber pro Tag kannst du während der Hauptreisezeit im Sommer für ein kleines Auto etwa mit 25 bis 30 Euro pro Tag kalkulieren. Mit Versicherung inklusive Reifen, Dach und Unterboden ungefähr 35 Euro pro Tag. Gemessen am sonstigen Preisniveau in Nordmazedonien ist das schon eher teuer. Also man muss da ein bisschen abwägen oder vielleicht auch den Mietwagen nur für ein paar Tage nehmen, wenn man irgendwie am Ohridsee ist. Worauf man sich auf jeden Fall einstellen muss, ist Parkplatzsuche, besonders in den Städten. Also achtet vielleicht darauf, wenn ihr eine Unterkunft bucht, dass da ein Parkplatz mit dabei ist. Und worauf ihr euch auch einstellen müsst, ist Maut zu zahlen, zumindest auf den mautpflichtigen Strecken. Kommt das relativ häufig vor, dass man irgendwo anhält, dann kann man dann mit Karte oder Bar einfach die Maut zahlen. Das sind aber meistens nur so ungefähr 50 Cent pro Strecke. Eine genaue Route durch Nordmazedonien mit all unseren Stops und mit Angaben dazu, wie lange man von A nach B braucht. Auch ganz vielen Infos zum öffentlichen Personennahverkehr, also wie bucht man die Busse online, welchen Bus muss man zum Beispiel von Skopje zum Matka Canyon nehmen, wo fahren die ab. All diese Infos findet ihr dann auch bei uns auf dem Blog, weil das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Also schaut dort gerne mal im Länderguide vorbei unter www.betterbeyond.de. Dann kommen wir jetzt zu den Kosten in Nordmazedonien und ein sehr schöner Teil, weil Nordmazedonien ist wirklich sehr günstig zu bereisen, auch im Vergleich zu anderen Ländern in Südosteuropa ist Nordmazedonien sogar nochmal eine Ecke günstiger und wir haben das Ganze so ein bisschen nach Kategorien aufgeteilt. Für Unterkünfte haben wir in Nordmazedonien im Schnitt 18,50 Euro pro Person pro Nacht ausgegeben, also 37 Euro insgesamt und für das, was wir da bekommen haben, war das ein richtig guter Preis. Wir hatten vor allem in Ohrid und in Skopje so richtig moderne, sehr gemütlich und schön eingerichtete große Apartments mit mehreren Zimmern, mit Klimaanlage, mit einer voll ausgestatteten Küche, mit einer Waschmaschine, in Skopje auch mit einem Balkon. Und lasst euch nicht davon abschrecken, wenn die Unterkünfte von außen vielleicht ein bisschen runtergekommen aussehen oder der Aufzug noch aus jugoslawischen Zeiten ist und so ein bisschen abenteuerlich wirkt. Innen sieht es dann meistens ganz anders aus. Die einzige Ausnahme war unsere Unterkunft in Trepeza. Die war auch sehr schön, aber die war nicht so modern, sondern es war eher so ein älteres Steinhaus. Aber da ging es auch in erster Linie um den tollen Blick, denn die lag so ein bisschen erhöht. Wir hatten eine private Dachterrasse und konnten dann da jeden Abend den Sonnenuntergang über dem Ohridsee schauen. Für Transport haben wir 15 Euro pro Person pro Tag bezahlt. Das liegt natürlich in erster Linie an dem Mietwagen, den Mautgebühren und auch den Benzinkosten. Es ging jetzt ja schon so ein bisschen durch, dass wir bei einer nächsten Reise nach Nordmazedonien den Mietwagen gar nicht so lang nehmen würden, wie wir ihn jetzt hatten, sondern ein bisschen mehr mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen würden und den Mietwagen oder dann einen Roller nur punktuell am Ohridsee leihen würden. Für Essen und Trinken haben wir 12 Euro pro Person im Schnitt am Tag ausgegeben und wir haben uns zum Teil auch selbst verpflegt. Das heißt, wir waren einkaufen in den Supermärkten vor Ort. Da ist das Preisniveau etwas günstiger als in Deutschland, außer für importierte Produkte, die können auch mal ein bisschen teurer sein. Und dann haben wir uns immer Frühstück in der Unterkunft gemacht und auch einmal pro Tag selbst gekocht und waren dann in der Regel noch einmal am Tag essen, was auch nicht ganz so teuer ist in Nordmazedonien, aber dazu kommen wir im Detail später noch. Für Aktivitäten haben wir in den 2 Wochen 20 Euro pro Person bezahlt, also beispielsweise die Gondel hoch auf den Vodno-Berg in Skopje, die Free-Walking-Tour in Skopje, der Eintritt zu Svetinau. Nicht dabei ist die Jetski-Tour für Helen, die hat 65 Euro für eine halbe Stunde gekostet, also war ziemlich teuer, aber das war ein Geschenk, das rechnen wir mal nicht ins Budget rein. Und zu guter Letzt haben wir noch 10 Euro für Internet ausgegeben. Wir hatten eine eSIM mit 5 GB für 30 Tage und die war in Nordmazedonien, im Kosovo und in Serbien gültig. Insgesamt kommen wir damit auf 47 Euro pro Person pro Tag für die 2 Wochen, was für Nordmazedonien definitiv ein sehr hoher Wert ist, was einfach an dem Mietwagen lag oder auch an den Unterkünften, da hatten wir ja einen sehr hohen Standard. Wenn ihr ein bisschen mehr Low-Budget unterwegs seid, gar kein Problem, lasst euch jetzt von den 47 Euro gar nicht abschrecken. Öffentlicher Transport ist günstig. Wir haben auch häufig international in Restaurants und so gegessen. Also wer günstig unterwegs sein will, der kann das in Nordmazedonien auf jeden Fall machen. Dann kommen wir jetzt zum Essen und Trinken und die Küche in Nordmazedonien vereint griechische, türkische und slawische Gerichte miteinander und spiegelt dementsprechend auch die Vielfalt des Landes wider. Grundsätzlich ist die Küche sehr fleischlastig und es wird sehr viel und gerne gegrillt, zum Beispiel Pleskavica oder Cevapcici, was man ja auch aus anderen Balkanstaaten kennt. Ansonsten sind landestypische Gerichte zum Beispiel Tavče Kravče, das ist so ein vegetarischer Bohneneintopf,
Aiwa, also Paprika-Auberginen-Püree, was meistens als Beilage serviert wird, und Schopska-Salat, der besteht aus Gurke, Tomate, Zwiebel und ist mal mit so geriebenem Weichkäse bestreut. Dazu kommen dann türkische Einflüsse, zum Beispiel mit Kebab oder Börek, und die griechischen Einflüsse mit Moussaka, oder es gibt dann auch ganz oft so Gyros-Stände, wo man sich schnell so eine Pita-Tasche auf die Hand holen kann. Die Auswahl für Vegetarier und Veganer ist nicht so groß, es gibt aber auch internationale Restaurants, vor allem in Skopje oder auch in Ohrid. Für konkrete Restaurantempfehlungen könnt ihr auch da gerne wieder auf dem Blog vorbeischauen. Dann widmen wir uns jetzt etwas der Kultur und Identität von Mazedonien, weil vielleicht habt ihr es mitbekommen, noch gar nicht so lange her, da hat Mazedonien seinen Landesnamen geändert, weil bis 2019 hieß Nordmazedonien einfach nur Mazedonien. Aber es gibt da einen südlichen Nachbar, nämlich Griechenland, der da so seine Probleme mit hatte, weil die haben nämlich auch Regionen im Norden, die Makedonien heißen, und da gibt es so ein bisschen einen Streit, und Nordmazedonien hat da im Endeffekt nachgegeben und sich umbenannt, was daran liegt, dass Nordmazedonien auch EU-Beitrittskandidat ist. Und Griechenland ist ja auch in der EU, und die haben immer so die Versuche, dass Nordmazedonien da reinkommt, so ein bisschen boykottiert, und da hat Nordmazedonien gesagt, okay, wir benennen uns um, wir ändern unsere Flagge und so weiter, damit wir da vielleicht bessere Chancen haben, was bisher ehrlicherweise aber nicht so richtig gefruchtet hat, und Nordmazedonien steht aktuell nicht wirklich davor, in die EU einzutreten. Kulturell ist das Land auch sehr divers, 60% der Einheimischen sind slawische Mazedonier und die größte Minderheit sind die Albaner mit 25%, das werdet ihr auch überall mitbekommen, ihr seht ganz viele albanische Flaggen in Nordmazedonien. Dazu kommen ungefähr so 4% türkische Abstammung. Ihr seht das an den Restaurants, beim alten Bazar und so habt ihr viele große türkische Einflüsse. Dann kommen dazu noch Serben, Bosniaken und so weiter. Unser Guide auf der Free Walking Tour in Skopje meinte immer, Nordmazedonien ist wie so ein gemischter Salat mit ganz, ganz vielen verschiedenen Zutaten. Und ich glaube, diese Metapher trifft es auch ganz gut, weil einfach so viele verschiedene Kulturen und Ethnien da zusammenkommen. Man sieht die orthodoxen Kirchen, man sieht aber auch Moscheen, man sieht die Menschen beten und so. Das war für uns wirklich sehr interessant zu sehen, dass die heute auch im Frieden miteinander leben. Das war tatsächlich nicht immer der Fall. Gerade mit der albanischen Minderheit gab es bis 2001 immer auch Auseinandersetzungen. Aber diesen Konflikt hat man beiseite gelegt und heute ist es eigentlich ein ganz gutes Miteinander in Nordmazedonien. Das klingt jetzt alles nach Friede, Freude, Eierkuchen, aber der Vollständigkeit halber wollen wir auch dazu sagen, dass die Gesamtbevölkerung in Nordmazedonien aktuell sogar rückläufig ist. Es sind ja eh nur 1,8 Millionen Menschen und gerade Jüngere suchen halt im Ausland ihr Glück, weil die wirtschaftlichen Möglichkeiten sind halt einfach begrenzt, und das mit den EU-Beitrittsverhandlungen sieht auch aktuell nicht so gut aus, obwohl man sogar seinen Landesnamen geändert hat. Und das ist auch noch eine wichtige Anmerkung: In Nordmazedonien solltet ihr auf jeden Fall Mazedonien sagen und könnt das Nord mal einfach komplett weglassen, weil die identifizieren sich immer noch komplett als Mazedonier. Für uns Deutsche oder generell so in West- und Mitteleuropa läuft Nordmazedonien ja noch sehr unter dem Radar. Das heißt aber nicht, dass es nicht voll ist im Land. Also zumindest in den Sommermonaten muss man sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es am Ohridsee relativ voll wird. Das sind dann aber überwiegend Einheimische oder auch teilweise Leute aus den angrenzenden Ländern, die dort halt ihre Ferien verbringen. Nordmazedonien ist ja ein Binnenstaat, das heißt, die haben keinen Zugang zum Meer, und dann ist der Ohridsee so das Ferienziel für die meisten Familien. Also darauf sollte man sich einfach einstellen, dass die Strände schon relativ voll werden können. Uns hat es aber persönlich eigentlich gar nicht so gestört, weil wir halt kaum Englisch, Deutsch oder Französisch gehört haben und es dann trotzdem ziemlich authentisch gewirkt hat. Ich denke, es ist rübergekommen, dass wir uns sehr begeistert haben für Nordmazedonien, und wir können euch eine Reise dorthin sehr ans Herz legen. Und wir haben auf jeden Fall auch Lust, jetzt noch mehr in dieser Region zu erkunden. Wir sind da nämlich noch nicht so erfahren, also falls ihr dort schon mal unterwegs wart, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, welches Land wir auf jeden Fall nicht verpassen dürfen. Und ansonsten sagen wir danke fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao, ciao. Bis dann.